Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Es ist Montag, wir schauen wieder, wo die besten Tendenzen für Wunscherfüllung diese Woche sind oder wo eben Möglichkeiten sind fürs Kollektiv in bestimmten Bereichen besonders gut Dinge umzusetzen. Ihr dürft wieder eine Karte wählen aus dem Wish-Kraft-Orakel. Ich mache diesmal mal 2 hin für später. Und wir haben hier unten das magische Ei. Etwas Aufregendes in den Neubeginn bringen. Ich sage nachher ein bisschen was dazu, wie man das machen kann. Und hier dürft ihr nachher noch wählen. Jetzt schauen wir mal mit den Karten, welche Energien uns hier angezeigt werden. Passt ja auch mit dem magischen Ei zur Osterzeit, ne? So, hier sind die besten Tendenzen für alle intuitiven Dinge, für emotionale Sachen, für Dinge, die in Zyklen verlaufen sind oder wo man mit schwankender Energie unterwegs war. Emotionale Wunscherfüllung könnte man es nennen. Wunscherfüllungstendenzen überall, wo man sich selber oder seinen Gefühlen nicht so richtig traut, da wo Zweifel sind. Wunscherfüllung da, wo man sich vielleicht nicht gerecht behandelt gefühlt hat, bei irgendeinem Thema, das einen großen Schatten aufwirft oder ja, wo man so im Nebel stehen gelassen wurde und so mit Unsicherheit zurückblieb. Beziehungsthemen, Verträge, Verbindlichkeiten. Es kann ja für die Selbstständigen auch sein, dass man so eine Phase überwindet, wo es sehr, ja, ich sag mal, unruhig war oder nicht immer gleich. Oder aber auch, wenn ihr hier irgendwelche Beziehungsthemen habt, wo man sich getrennt vom anderen fühlt oder in der Distanz, kann das hier sehr gut zu einer positiven Wende kommen. Dinge mit Ämtern und Behörden. Neue Beginne, das haben wir hier mit dem Ei ja auch. Da bricht etwas aus der Schale und wächst zu was Neuem. Dinge mit Kindern, Schattenthemen mit Kindern, Kinderthemen, die wir alle so haben. Überall da, wo viel Nähe und Distanz Problematik ist. Das Außen spielt ja eine große Rolle, das heißt, wir kriegen von außen gute Gelegenheiten, günstige Gelegenheiten zugeschustert. Es kann eine Woche sein, wo Ehrlichkeit, authentisch sein sehr wichtig ist oder zur Wunscherfüllung führt. Eine Woche, wo sich so ein gewisser Mangel, der aus dem Außen rauskommt, dreht. Das heißt, das Außen wird aktiv, spielt einem Sachen zu. Kann hier auch eine finanzielle Sache sein. Man kann vielleicht einen Verlust aus der Vergangenheit aufarbeiten. Schicksalshafte Wunscherfüllung. Das heißt, wir dürfen gar nicht Einblick in alles nehmen, sondern das Schicksal nimmt auf uns Einfluss. Hier nochmal das Verborgene auch, ne? Das nehmen wir mal so an. Möglichkeiten, sehr viel Wissen hier mitzunehmen, Erfahrungen mit einzubringen, aus der Erfahrung Wunscherfüllung machen. Das Seelenleben ist hier sehr angezeigt, ne? Hier geht es mal jetzt nicht nur um Beziehungen, Arbeit oder Geld, sondern im tieferen Sinn nehmen wir hier ganz große Einblicke in unser Leben, arbeiten mit unseren Erfahrungen, machen auch Erfahrungen, die irgendwie sehr ausgleichend wirken, auf die emotionale Erfüllung auch.
das ist so ein bisschen ein Reinigungsprozess auch, ein Klärungsprozess. Dinge, wo vielleicht auch jetzt die Wahrheit sehr wichtig ist, die eigene Wahrheit und dieses Bewusstwerden auch, dass man aus einem seelischen Mangel etwas Gutes machen kann. Okay, schauen wir mal auf das Magic Egg. Hier wird gesagt, das ist nur eine Kleinigkeit, die uns aufmuntern soll, das muss niemand machen, dass wir zum Beispiel ein frisches Ei mit Wünschen oder kleinen Bildern bestücken können. Und zwar so schön, wie wir können. Und wenn wir das gemacht haben, können wir das Ei entweder im Garten vergraben oder irgendwo in der Erde. Natürlich können wir auch die Schale öffnen und die Schale mit vergraben. Und man kann auch neben dem Ei irgendwie noch so eine kleine Pflanze sehen, einen Pflanzensamen mit dazugeben und so etwas, ein neues Projekt, ein Wunschprojekt in die Erfüllung bringen. Ich finde das ganz süß. Außerdem ist es eine sinnvolle Beschäftigung, sich mit seinen Dingen zu beschäftigen, ne, mit seinen Wünschen. So, jetzt habt ihr hier oben die Auswahlmöglichkeit. Ich nehme rechts. Happy Puppet, I am enough. Ja, das ist eigentlich eine ganz süße Idee. Hier geht es darum, dass man sich, hier ist es so eine Art Herzkissen, dass man sich einen Filz nimmt oder ein Stück Stoff, das auf jeden Fall doppelt ist. Ne? Wenn man das aufklappt, hat man hier zwei Hälften. Und das wäre praktisch so ähnlich, wie wenn man sich ein kleines Kissen näht, das auf jeden Fall zwei Seiten hat, die man aufeinander klappen kann. Ein Herz wäre jetzt das Einfachste. Und man kann das jetzt füllen mit was immer man möchte, mit Lavendel, mit Blumen. Man kann es bemalen und ganz fest an sein Herz drücken und dabei an ganz schöne Dinge denken. Und dann dreimal in die Hände klatschen, den Wunsch machen und das Herz oder was immer man daraus bastelt, an einem sicheren Platz ablegen. Dann nehmen wir die andere Seite, das ist der Moon Wish. Hier darfst du mit der Mondenergie arbeiten. Das ist ja auch diese Woche, ich meine am Mittwoch. Ja, und da darf man sich tatsächlich zum Mond aufrichten, zum Mond gucken, sich von Mondlicht beleuchten lassen, an etwas denken, das man wirklich haben möchte und auch schnell. Und das ist eine gute Energie, die gegen Wut ist oder auch Ärgernisse, Frustration. Und man kriegt hier sehr viel so Cool-Down-Energie geschickt, reinigende Energie. Und man kriegt ja auch gesagt, dass es so ist, dass man wieder geduldiger ist und dass der Mond einem die richtigen Dinge zur richtigen Zeit auch mitgibt. Super, also mir gefällt es. Ich werde es montags jetzt immer mal ein bisschen mit einbeziehen. Das ist ein kleiner Tipp, ein kleiner Spaßbringer, etwas, mit dem man sich befassen kann. Wir alle haben ja Wünsche und wenn man die energetisch unterstützen kann, warum nicht? Gucken wir, was die Vögelchen noch sagen. Zack. Die Zwergohreule. Ich komme in dein Leben und bringe dir Spiritualität, Verbundenheit und Körpergefühl. Komme ganz bei dir an, setze Grenzen genau dort, wo du sie brauchst und sprich deine Wahrheit aus. Was hatten wir hier, ne? Es geht um Wahrheit und Ehrlichkeit, die dann sehr gut weiterbringt. Und hier haben wir den Mond ja auch in der Mitte und das in der Woche, wo Vollmond ist, ne? Immer wieder spannend. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich drücke euch und bis morgen.